Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder Chris und auf meinem Kanal gibt es die kleinen Tipps und Hacks, die für dich das Reisen und Auswandern angenehmer und auch günstiger machen. Ich teile hier meine Erfahrung aus den letzten 4 Jahren Nonstop Reisen. Und heute geht es um das Thema, wie du jedes Hotel und auch eigentlich jede Unterkunft, egal ob es jetzt ein Haus, Hotel, Villa ist im Ausland, 10 bis 15% günstiger buchen kannst. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Ich gehe mal stark davon aus, die meisten werden jetzt anfangen, wenn ich jetzt das erkläre und sagen, ja, oh, das ist ja so langweilig, ja, natürlich, das weiß ich ja, aber ich wette mit euch trotzdem, 80 bis 90% von euch machen das im Alltag nicht. Ja, deswegen möchte ich nochmal darauf hinweisen. Und zwar geht es darum, jeder von euch nutzt sicherlich Plattformen wie Agoda, Booking.com. Und diese Plattformen sind im Allgemeinen wirklich gut, um erstmal Hotels zu recherchieren, weil man möchte ja gerne wissen, liegt das Hotel in der Nähe vom Zentrum, in der Nähe vom Strand. Auch die Filter sind sehr, sehr gut, also die strukturierten Informationen, also Filter nach 4-Sterne-Hotel, 5-Sterne-Hotels oder Hotels mit einer Bewertung von 8 oder 9 von 10. Das Hotel soll einen Pool haben, Gym haben, es soll nicht weit vom Zentrum sein und so weiter. Also diese Plattformen sind für mich, also ich nutze die ganz gerne zur Recherche, gerade wegen den strukturierten Informationen, auch wegen den Bewertungen von echten Reisenden, die dort waren in dem Hotel. Ich lese mir generell immer die schlechtesten Bewertungen durch und gucke, ob ich damit leben kann. Aber was ich dann mache, mittlerweile, ich buche nicht mehr auf diesen Plattformen, weil ich möchte natürlich direkt beim Partner, also bei meinem Geschäftspartner in dem Fall ist das Hotel oder die Unterkunft, ich möchte natürlich direkt buchen und nicht über den Mittelsmann wie Agoda oder Booking. Ich nutze das, wie gesagt, gern zur Recherche, aber was ich dann mache, wenn ich manchmal dauert es ein paar Stunden, das richtige Hotel für mich gefunden habe, ich kopiere mir den Namen, füge den gleich sofort bei Google Maps ein und dann rufe ich mir das Profil des Hotels auf und dann schaue ich erstmal, hat das Hotel eine Webseite oder ein Facebook-, Instagram-Profil? Ist das der Fall, gehe ich auf die Webseite und manchmal haben die dort auch ein Booking-System, also wo man das Zimmer direkt auf der Webseite von dem Hotel buchen kann. Sollte das nicht der Fall sein, schaue ich, ob da in dem Profil auf Google Maps eine E-Mail-Adresse drin steht oder eine Telefonnummer. Und jetzt werden die meisten sagen, es ist aber unkomfortabel, ich will jetzt nicht unbedingt dort eine E-Mail hinschreiben, das ist vielleicht in einem anderen Land, die sprechen vielleicht oder die schreiben vielleicht nur abgehacktes Englisch oder so oder sprechen gar kein Englisch und anrufen kann ich da auch nicht, weil es ist ja im Ausland, da bezahle ich einen Haufen Gebühren. Und was viele aber vergessen, ist Messenger. Kopiert die Nummer aus dem Google Maps Profil von dem Hotel, fügt die bei euch im Telefon hinzu als Kontakt und dann öffnet euer WhatsApp und meistens erscheint dann das Hotel dann in eurem WhatsApp, nämlich weil viele Hotels auch ein WhatsApp-Business-Profil haben, also ein WhatsApp-Business-Profil, wer das noch nicht gesehen hat, also es ist wie gesagt wie eine Art Profil auf WhatsApp und dort kann man mit dem Hotel dann oder mit der Unterkunft direkt chatten und ich habe das letztens in Bali gemacht, ich habe dann über Messenger direkt einen günstigeren Preis ausgemacht, weil die gesagt haben, gut, du kommst direkt, du kommst nicht vom Booking oder so und dann kriegst du halt einen besseren Preis, meistens ist der 10 bis 15% günstiger als auf Booking oder Agoda. Ja, und es lohnt sich echt, das systematisch so zu machen. Und da werden jetzt aber viele sagen, ja, aber ich habe doch bei Booking bin ich doch, oder bei Agoda bin ich doch ein langjähriger Nutzer, ich habe doch da meinen Goldstatus und ich kriege da so viele Rabatte. Aber glaubt mir, ich habe auch einen Goldstatus oder wie sich das auch nennt bei Booking oder Agoda. Und die rechnen euch das im Endeffekt so auf, dass dort Rabatte eingeblendet werden, aber die rechnen das so auf in der Rechnung, dass da der Preis vorher teurer ist und dann am Ende unterm Strich unter dem Rabatt seid ihr trotzdem nicht günstiger, als wenn ihr bei dem Hotel direkt bucht. Und auch gerade bei Agoda ist es immer so, dass am Anfang ein günstigerer Preis steht und dann am Ende steht meistens ein teurerer Preis, weil dann noch irgendwelche Gebühren dazukommen oder weil die nicht die Nettopreise am Anfang nehmen, sondern Bruttopreise und dann kommen am Ende noch Steuern drauf. Also ist es wirklich so, glaubt mir, Geld entsteht nicht aus der Luft und es gibt nichts geschenkt. Das heißt, warum sollte das Hotel jetzt auf Booking günstiger sein, als wenn du direkt beim Hotel buchst, weil das Hotel muss meistens sehr, sehr viele Gebühren an Booking oder an Agoda abdrücken, dafür, dass die dort die Plattform nutzen und die Reichweite. Und von daher ist es in 90% der Fällen immer direkt
beim Hotel über Telefon. Messenger kann ich sehr empfehlen. WhatsApp Messenger ist es meistens günstiger, als wenn du das über die Plattform buchst. Und ja, wie gesagt, Agoda Booking, sehr gute Plattform zur Recherche. Ich nutze die immer, aber den Abschluss des Geschäfts mache ich dann direkt mit dem Hotel und bin da sehr gut bis jetzt gefahren und kann es auch nur jedem empfehlen. Alles klar, das war das Video für heute und falls ihr noch Fragen dazu habt oder Kommentare, wie ist eure Erfahrung? Bucht ihr generell beim Hotel direkt oder bucht ihr mehr über die Plattform? Könnt ihr mal ganz gerne unten reinschreiben und abonniert auch gerne den Kanal, denn hier gibt es in Zukunft immer kleine Hacks, Tipps für Leute, die reisen, auswandern, um das halt ein bisschen angenehmer zu machen, das Reisen und auch günstiger. Von daher macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!